Okay, gut. No, it's in the microphone. It's microphone, okay. Just make it louder. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, ja, gut. Hallo, guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Wir sollten noch ein bisschen über Floating Point reden. Ich weiß, dass vielleicht nicht so einfach ist, aber Floating Point muss man immer aufpassen. So, wir fangen mit diesem Programm an. So. So, wenn wir zum Beispiel einfach ein For Loop, eine Schleife mit 14 Points machen, so zum Beispiel hier, so, ist größer aus, das ist vielleicht auch nur, die zwei sind gleich, dann machen wir minus 1, dann können wir jetzt schreiben, okay? So, wenn Sie eine Floating Point aus Counter, aus Zahlen, in eine Schleife einsetzen und dann diese Zahlen entweder erhöhen wir jede Runde mit 1 oder verkleinern wir jede Runde mit minus 1. Ja? Dann Sie können denken, so, ich habe keine Ahnung, wie viele Mal ich solche Schleifen ausführen sollte. Dann mache ich einfach mit 14 Points. So, dann nennen wir 14 Points eine Variable hier, Test Number. Machen wir zum Anfang aus 1. Und dann machen wir weiter. Und dann am Ende erreichen wir vielleicht etwas. Dann, wenn wir keine Ahnung, wie groß das ist, dann machen wir hier aus 1, dann hier plus 1. Okay? Gut, dann das sollte minus ein bisschen weniger sein. Das ist schwierig, das ist Deutsch Keyboard, keine Ahnung. Ja, danke schön. Und dann machen wir weiter und weiter. Ja? So, wenn wir hier keine Bedingung durchsetzen, dann vielleicht sind wir halt eine Meinung, dass ich habe keine Ahnung, wie viele Mal ich so addieren sollte. Dann, wenn es gibt ein Ereignis, dann machen wir 1 plus 1, dann weiter plus 1, dann weiter plus 1. Dann sollte genug sein. Ich kann ganz groß sagen, bis 2 hoch 127 minus 1 codieren. Implementieren. Dann machen wir so, jetzt einfach, wenn diese ist plus, wir fangen an, Test Number ist 1, dann Test Number ist plus 1, dann können wir diese Zahlen einfach produzieren. Ja? Okay? Gut, gibt es Fragen hier? Okay, dann machen wir wieder ein bisschen. Das ist Ctrl Z. Keine Ahnung, wie ich machen weiter sollte. Okay, schon kaputt, alles kaputt. Natürlich programmiere ich gar nichts mit solchen Webinterface. Dann haben wir ein bisschen anderes. Testnummer. Das kleine aus einer Zahl. Okay? Dann diese Zahl machen wir vielleicht so groß. Dann gehen wir aus. Okay? Wenn diese Zahl ist größer als diese, dann können wir ausgehen. Dann ich setze einfach hier keine Dinge dabei. Dann mache ich hier, wenn wir draußen gehen, dann drücke ich
ein paar Dinge. Ja? Was drücke ich? Es ist Counting. Okay. Das ist gibt es Fragen über das Programm? Keine? Dann ausführen wir. Das ist zu groß. 0.0. It's integer constant. Das ist in German und Englisch. Ja, gut. Ja. Counting Test Number ist schon draußen. Okay. Machen wir hier so kompliziert. Remove the declaration. More. Hier aus. Gut. Aha. Es ist kaputt. Warum? Wenn wir ein bisschen weniger machen hier, dann ist es in Ordnung. Wenn wir ein bisschen hier vergrößern, dann geht noch ein bisschen mehr. Dann geht weiter, weiter, weiter und Timeout. Das ist, solche Timeout ist einfach wegen dieser Java-Compiler-Einheit zu benutzen. Es bedeutet, wenn Sie das Programm zu Hause mit Java JDK implementieren, dann bekommen Sie nichts von Ausgaben. Was passiert hier? Was war das Problem? Wenn wir so machen. What's the problem of this program? Or what is the assumption? My assumption was that I don't know how the range of the iterations I need to execute, so I use 14 points. Because of 14 points have the concept that you can encode a large number. So let's just use 14 points and then put a number in. After this is executed in one iteration, you add this number by 1. Everything sounds reasonable. Okay? So, and this implementation is, I think, correct. You would have done this many times in your, you would do this all the time, except declaring this number as 14 points. And what's wrong with this program? If I put this number to 10, then it would say it's fine, right? If I put this number to a larger number, then it doesn't work anymore. So what's my loss? Und was ist los? Ich vermute einfach, dass die Zahl zu groß ist. Das Zahl zu groß, so Test Number ist jetzt zu groß. Ja. Ja, und wie groß ist es? Es ist. Wenn es ganz zu groß ist, dann plus 1 Ja, das geht nicht, weil das zu groß ist. Weil zu das, groß ist. Genau. Ja. Das bedeutet, a plus 1 ist a, Ja. nicht a plus 1 mehr. Ja?
liegt das daran, weil die Granularität sich ja ändert? Je größer die Zahl wird, desto größer werden die Abstände zwischen den möglichen Zahlen und irgendwann sozusagen der Bereich zu groß, dass sozusagen 1 kleiner als der Maximalbereich wäre? Also 1 sozusagen nicht mehr abgedeckt wird, sondern irgendwie 2 oder so, die Schritte dazwischen? Ja, das bedeutet, wenn wir die zwei Zahlen zusammen addieren, dann sollten wir zuerst Ex und Ey vom Montag schon gesprochen. Nochmal machen wir zuerst Ex, ja? Und dann bekommen wir diese Zahl. So, Ex, Mx plus Y minus X mal My. Ja? Gut? Wenn wir sagen, Entschuldigung, 2 hoch Ex hoch Ex, 2 hoch Y minus Ex, das ist dann richtig. So, wenn wir hier, so Ex zum Beispiel ist 2 hoch 24, okay? Und dann Y ist 1, auch nur. Okay? Dann 2 hoch nur, My ist 1, okay? Dann Mx ist auch 1. Dann, was bekommen wir? Jetzt hier ist, diese Zahl ist 2 hoch. Entschuldigung. 2 hoch 24 mal 1 plus 2 hoch minus 24 mal 1. Ja? Das Problem jetzt, 1 plus 2 hoch minus 24 ist 1. Weil wir nur 32 Stellen haben, nach Komma. Dann, nachdem, so x plus y ist dieser und dann das ist 2 hoch 24. Wir haben dieses Konzept, das in jeder Runde plus 1 erhöhen. So, das Programm erhöht in jeder Runde diese Zahl um 1, aber diese Zahl ist gleich wie früher. So, es gibt keine mehr Möglichkeit. Es bedeutet, wenn wir eine große Grenze hier einsetzen, dann bekommen wir immer gleiche Testnummer hier. Dann das ist natürlich immer in der Schleife. Okay? Good. What do you learn? Don't use 14-point numbers as your counters. The 14 points have different granularities. I think there were some discussions about this German word, Granularität. Granularität. So that's the granularity in English. The granularity implies that what is the scale between two consecutive numbers you can encode. And this is what you explain. The granularity is already too big. There's no space. If you want to increase by 1, it would be only increased by 0. You need to increase by 2. And when you go to the next level, you need to increase by 4 to reach the next granularity. And if you are in a larger level, you need to increase by a very big number to be encoded. Okay? Gut? Ist das klar hier? Keine Frage? Machen wir andere?
So, good. Here we see a program. I mean, this program is English. I can explain this in English. So we have a program. I think you learned that in high school, that the square root of a multiplied with the square root of a is a. Absolute value of a. Yeah, sorry. The square root, yeah, so. Okay, good. The square root of a multiplied the square root of a is a if a is positive. Okay? Good. So now let's just try to see whether our computer tells us the same thing. Mathematically, the square root of a in Java, you call a function master square sqrt a, and you do this square root of a multiplied with the square root of a. Let's check whether this is equal to a or not. What I did here is just to do it with the numbers between 1 and 100. And every iteration I increase a by 1. Okay, good. So where is the wrong button? Here. Okay. So the square root of 1 multiplied the square root of 1 is 1. Square root of 2 multiplied with the square root of 2 is not 2. Square root of 3 multiplied with square root of 3 is not 3. Square root of 4 multiplied square root of 4 is 4. Square root of 5 multiplied square root of 5 is not 5. And so on and so forth. Okay, when we say here, we look at the numbers. So basically, for 1 is correct. For a is 4 is correct. For a is 9 is correct. For a is 11 is correct. For a is 14 is correct. For a is 16, 17 is correct. For a is 21, 22, that is correct. For a more, so basically you can just play around this. So you do this and you should be able to see more. I don't know how to see more. Like this, okay. Then you can see that basically some of them are right, some of them are wrong. Okay. Good. Why is that the case? Is that a bug or a feature? I mean, mathematically, we know that square root of a multiplied square root of a is supposed to be 8, or the absolute value of a. And what went wrong? So if you do this also the same for the log function and the exponential function, the calculation is an approximation. And at the end of this approximation, the important part is that you would have to decide whether you sacrifice the last digits or not in the square root calculation. And when you put the last bit in an imperfect manner, it would end up in the case that the square root of a multiplied with the square root of a is not a. You lost 1 bit or 2 bits at the end. You lost a little bit. Okay? It's not too far away, but it's not the same. Okay? The question is that if they are not the same, then they are not the same. So if you Google what to do with this, they will tell you that let's put some margin. We put a little bit margin, and then we hope that this would work, right? Yes, that's a good assumption. The question is that when you do this calculation of standard deviation that you will learn at some point in rooms, you use the square root of a multiplied square root of a minus a.
to know where to calculate the standard deviation. And if that is 0 or not 0, would have significant difference at some point in time. And this is the problem. When it's 0, you don't identify that as 0. Okay, so you then slowly get into a trouble for that. Okay. Do you want to show the catastrophic cancellation? No? Yeah. So I'll shortly talk about that without details, because it will take too much time to do that. We would upload the slides, but it's up to you whether you want to look at that or not. So this is this part is the moment that I only speak in English because this is irrelevant to the exam. So this 14-point part I talked today, from beginning up to now, this is only for your reference. That when you use 14-point numbers, pay attention to what you get, and then don't be surprised if it doesn't work. Okay, good. So 1 minus cosine x divided by x. So f of x is this function. So cosine x divided by x. So 1 minus cosine x divided by x. This number, when x is 0, it's 0, 1 minus cosine 0 divided by 0. Okay, this is probably too difficult to say that with 0. Let me say something divided by 0 is undefined. Let's not do that. Let's do something else. F of 2 to the power minus 32. Okay? So the question I would have is that, how does this look like? Okay, let's try to ask our dear friend Wolfgang. Can you tell me type that? And see what happens, yeah? So of course, this is 0 divided by 0. Christian, try to help me type this equation. Maybe I can. Smaller. Just 10 numbers. I don't know. Sorry, we're discussing the range. So now he has to find a range that he has to show. So 0 divided by 0. Who knows the L'Hopital's theorem? The Green theorem? The Green's theorem, is that the name? When you have two functions, so you have two functions. So f of x is g of x divided by h of x. Okay? So when g of x is close to 0 and h of x is close to 0, how do you do this? So limit. So when x approaches 0, so if g of x, limit of x approaching 0 is 0, and the limit of x approaching 0, h of x is 0, how should we do it? When would you learn this? Did you learn calculus so far? There's no background of calculus yet? Okay, so I try to do this. So this is a L'Hopital's theorem, or I think I pronounced French incorrectly. So you do is that you take this limitation of x approaching 0, g of x, divided by the limitation x approaching 0, h of x. Okay, so you get here is that when you do this, when both of them will be 0, so this is basically that you take the first order relative of x
S0 divided by the first order derivative approaching 0. So you get something like that. You have 1 minus cosine x. So this is the first order derivative. Here becomes, the bottom part becomes 1. The open part becomes sine x. Okay, so this approaches 0. Now if you plus that, do we have that already? I think I'm taking a wrong function here. Okay. Yeah, Looks okay, right? it's okay, yes. Yeah. So this is a number that I did not prepare. So usually I will prepare this one and then give the talk here. So let's have a look of this. So if you look at this function, and this function is supposed to be sort of monotonic after you approach this region, but now you see a strange region over here. Okay? So in fact, you start to get this isolation, and this value could be different from the value you want to get. So this is called catastrophic cancellation, because this 1 minus cosine x at the end would be approaching 1. So 1 minus 1 basically will give you something that is close to 0. And then I think I need to have something plus. Could we have a look at the slides before we continue? The slides precision.pdf. Do you have that with you? I think I'm talking about a wrong function at this moment. Give us some time to think. Okay. It should work. So let's take. Okay. So let's take this one. Instead of divided by x, it's divided by x to power 2. So this divided by power 2. So this is now 2 times x. Okay. No wonder I failed that it doesn't work. Okay, so now you do this sine x divided by 2x. So you still have this limit x approaching 0, limit x approaching 0, and you continue with this one. It will be, again, limit x approaching 0, and this is 2, and this is cosine x. So this gives you the value of 0.5. Okay, so I do it again. So, as I said, this is irrelevant to this lecture. It's just to demonstrate that we are still able to do mathematics, although that we are not this is not a lecture of mathematics. So we have this function, f of x is 1 minus cosine x divided by x to power 2. What we want to know is that if x is small, what is the corresponding value, right? So if x is small, then according to Laplace theorem, the hospital theorem, then what we should get is that we take first order derivative of this. So when x is small, so limit x approaching 0, limit x approaching 0 is equal to that limit x approaching 0. The first order derivative of the 1 is 0. The first order derivative of cosine x is minus sine x. So it's sine x. Then the first order derivative of x to power 2 is 2 times x. Okay? Sine x divided by 2x. When x approaches 0, it's again
0 divided by 0 is still undefined. So we have to continue with this one. Again, we apply the L'Hospital theorem again. So sine x, the first order derivative of sine x is cosine x. The first order derivative of 2 times x is 2. So sine x, when x approaches 0, cosine x, when x approaches 0 is 1. And then we get this value as 1 over 2. Okay. So when x is small, this function mathematically is 0.5. So now let's just plot this one. So now you plot this function in the range between minus 2 to the power 23 to 2 to the power, minus 2 to the power 23 to 2 to the power minus 23, you get some nice oscillations over here. Okay, it's not 0.5. It goes sometimes above and below 0.5. Okay, it oscillates over here. If you can change the range, maybe let's change it a little bit to minus 22 to minus 22. Then you will see a bit outside over here. In that case, this is closer to 0.5. I don't know whether you see it or not. So this is 0.485. And if you squeeze out this a little bit, so you do this to 2 to minus 10, to 2 to minus 10. Then it's almost 0.5. Okay. So then if you move this to 0 to minus, let's say 40, to 2 to the power minus 40, then you get something in this range. This is 0. Well, which one is correct? Okay? I hope now I convince you that we are doing meaningful stuff. I think the reason is very simple. That is, you somehow destroy the things you are doing over here by taking this 1 minus cosine x divided by 2 times x. Divided by x to the power 2. The main reason is that when x is close to 0, then x to the power 2 is very, very small. And then 1 minus cosine x is also very, very small. Right? Something very small divided by something very small depends on who is smaller. Okay, now you are betting your luck where you are. Right? Depending on which value you try to get, you get put in this, you get different results. It could be 0.5. It could be something completely different. Okay, so this is the reason when you are taking calculations of those numbers. When you are comparing two numbers, so this is close to 0. So this is close to 0. This is close to 0 when x is small. The question is that you do approximations in both parts. When you do the calculation, which one will give you higher impact? When you calculate this value of cosine x, you know that this cosine x is close to 1. But 1 minus something that is close to 1 is supposed to be very small. But the cosine x, which is close to 1, cannot be so close to 1.
At the end, the last few bits in the mantissa matters the most because you are taking them out. If you take more from there, then you get more problems over here. Okay? It's also similar when you do this with x to power 2. So the way how you do this, right, is nothing related to this lecture. When you go to the lecture of numerical analysis, you will learn later on in a lecture from Professor Bosch regarding Taylor expansion. The Taylor expansion would give you some avoidance to somehow calculate this 1 minus cosine x more precisely. It is avoiding such catastrophic cancellation of 14 points. And you are supposed to understand what you are doing when you use those mathematical and arithmetic operations. Good. So I think it takes much more than we thought. Questions? Okay. So by the way, what I did today is of course not what we do all the time because we don't like 14 points in our group. We like for embedded systems researchers, we would say use integers most of the time. And if you need to use 14 points, you need to understand what you are doing. So I'm just doing this once a year. And of course, I cannot remember the function that could demonstrate this unless I take a look of that. Sorry for making the wrong information earlier. Yeah, there are many of them. Okay, by the way, just any question? No? So what have we learned about floating point? It's very important for the exam. It's very important for your career. And if you have a chance not to use that, better not use that. If you are forced to use that, pay attention and pay extreme attention. I gave you a few wrong examples in the program. First, don't use 14 points for a counter. This is somehow a taboo. Don't do that because +1 is not always going to work. Second one, when you do 14-point operations, forget about your knowledge of mathematics. When you put equals to or not equals to for condition checks, these are not real numbers. They are approximations of real numbers. So you may get some nice contradictions. You say that everything you learned from mathematics is not going to work. That computer is a buggy computer. That's correct. It's the feature of 14 points. It's nothing to do with the computer. It's about understanding that. And the last one, you do numerical calculations. You want to plot something. And if that value isolates around some region, you better make sure that this is not due to the 14-point mistakes, the errors from 14 points. It's actually due to the functions properties. Okay, so those are things you need to check. Okay, for the 14 points, what's important is that something that is closer to 0 can potentially be 0. It could be also not 0. The difference between non-zero and 0 is so significant that something divided by 0 is probably not supposed to be there, but you make it something divided by a smaller number, and it goes to a significantly big number, and you would basically destroy your mathematical properties over there. Okay, that's it for 14 points. No question, then let's move on to the lecture. So I think I'm not able to meet my achievement today. So let's talk about, now we have understand the arithmetics, and we have understood, now we have understood arithmetics, and we have also understood the Boolean functions and circuits. Now let's go to the optimization of circuit nets. So we first talk about what we are doing. So was bedeutet Optimierung?
wir mussten die beste Lösung finden. Zuerst, wir sollten eine Lösung finden, oder wir sollten Lösungen finden und wir sollten beweisen, dass es keine bessere Lösung gibt. In dieser Vorlesung sehen wir nicht so ganz streng, wir gucken immer nur die gute Lösung. Also wir wollen zu einem besseren Entwurf kommen, aber wir vielleicht nicht immer die Optimierung beweisen. Wir würden vielleicht strukturierte Entwurf verstehen, sodass wir mit großen Schadnetzen von kleinen Schadnetzen aufbauen können. So, bisher haben wir nur etwas gemacht. Wir gucken immer mit Normalformen und die Normalformen sind normalerweise zu groß. So wir mussten ein bisschen systematisch machen, ein bisschen strukturieren, sodass wir gute Entwürfe und einfach Entwürfe schaffen können und können wir auch besser Schattennetze verstehen und auch am besten einfach zum Verifizieren. So, die Grundidee ist, dass wir bauen immer mit einfachen Konzepten. So, zum Einstieg, wir haben von Anfang Hauptaddiere schon geguckt. So, Hauptaddiere bekommen wir zwei Eingänge, x und y. So, Hauptaddiere, so x und y. Dann bekommen wir zwei Ausgaben. So, das ist C, das ist S. So, nur plus nur ist nur plus 1 ist nur 1, 1 plus nur ist nur 1, 1 plus 1 ist 1 nur. Ja, also haben wir schon vorher geguckt. Dann haben wir schon gesagt, so, S ist einfach x exklusiv y und C ist einfach x und y. Ja? Dann, wenn wir ein Voraddiere entwerfen möchten, dann können wir einfach von Hauptaddieren ausbauen. So, Voraddiere, drei Eingänge, C-Art, x und y. Ja, ich habe schon vorher gesagt, diese C-Art ist der C Carry-Bit Übertragsbit von anderer Stelle vor. So, C-Art plus x plus y ist C, 2 mal C plus S. So, nur plus nur plus nur ist nur plus 1 ist nur 1 und weiter. Haben wir schon geguckt. Dann, wir haben Hauptaddiere. Wenn wir gucken zuerst x plus y und dann generieren wir zwei Ausgaben. So, nennen ich eine ist AC, andere ist AS. So, diese AC ist nur einfach. Also AC so AC mal 2 ist x plus y. So. So, AC mal 2 plus AS ist x plus y. So, dann x plus y, das ist nur plus nur ist nur plus 1 ist nur 1, 1 plus nur ist nur 1, 1 plus 1 ist 1 nur plus nur ist nur plus 1 ist nur 1, 1 plus nur ist nur 1, 1 plus 1 ist 1 nur. Okay? Dann können wir jetzt gucken. So, dieser AC plus x plus y, wenn wir einfach hier gucken, das ist nicht richtig, aber wir haben 9 richtig
Dinge schon gemacht. So, okay? Any question for this? Ja. In der vorherigen Folie haben Sie 2 mal AC plus AS gerechnet. Woher kommt die 2 her? Das habe ich nicht verstanden. It's carrying. Also Die 2, woher kommt die? 2 mal AC plus AS. Die 2. also, guck mal, so 1 plus 1 ist 2, ja? Ja. 2 ist 2 mal AC plus nur. Aber in welcher Zeile haben Sie gerechnet? Haben Sie die untere, ganz unten? Ganz unten, ja? Also haben Sie die beiden zusammen addiert? So, das ist 1 plus 1. Ja, sind 2. 2 ist 2 mal 1 plus nur. Das ist der Format. So, wenn wir. So, C ist das Carry Bit. Genau. Okay, das Carry Bit ist an Stelle 1. Stelle 1 ist 2 hoch 1. So, 2 hoch 1 mal C plus 2 hoch nur mal S. Okay, schreibe ich vielleicht? Ja. Das Carry-Bit geht ja eine Stelle weiter. Also wenn ich eine Stelle berechne, geht das Carry-Bit ja eine nächste Stelle weiter und da ist ja die Wertigkeit um 2 höher. Also die Wertigkeit meiner Zahlen ist 1, 2, 4, 8, also immer um 2 multipliziert mit der nächsten Stelle. Deswegen, um das Ergebnis zu interpretieren, muss ich das Carry-Bit natürlich mit 2 multiplizieren, weil es ja eine Stelle weiter steht. Ja, so x plus y. X plus y ist mit 2 Bits aus. So, wir erzeugen 2 Bits, AC und AS. AC ist auf Stelle 1, AS ist auf Stelle 0 von Binärdarstellung. Okay? So, wenn wir eine Binärdarstellung haben, wenn wir zurück im Dezimalzahlen gucken, so das AC, AS, 2 ist 2 hoch 1 mal AC plus 2 hoch nur mal AS. Ja? Gut, deswegen. Okay. Okay? Also, sind fast fertig, aber noch nicht richtig. Okay. Dann, was haben wir Probleme? Können wir jetzt vielleicht hier ein bisschen gucken. So, diese sind nicht gleich, aber fast gleich. Nur in andere Richtung. Okay. So, wir können noch weitermachen. So, jetzt machen wir Z8 plus AS. So, Z8 plus AS, so dieser Sum-Bit plus Z8. So, nur plus nur ist nur plus 1 ist nur 1, nur plus 1 ist nur 1, nur plus nur ist nur und dann geht weiter. Okay, dann jetzt gucken wir die 2 Dinge, BC und BS. So, BC und BS sind schon besser. So, jetzt bekommen wir fast alle Dinge richtig, außer die 2 Stellen. Okay? Gut, dann brauchen wir vielleicht noch etwas zu tun. Wir gucken mal, wenn wir jetzt an dieser Stelle, gucken mal an dieser Stelle, dieser ist 1, und dieser ist nur, dieser ist 1, dieser ist nur, und dieser ist 1, dieser ist 1, dieser ist 1, dieser ist 1, dieser ist nur. Wenn wir die 2 zusammenzählen, AC und AS, gucken, so AC und AS, dann bekommen wir jetzt nur 1, nur
1, 1, 1. Und dieser AC oder AS ist gleich wie 10. Dann haben wir geguckt und gemacht. Dann bekommen wir jetzt diese Addierer. So, dieser S ist am Ende BS und C ist AC oder BC. Okay? Dann können wir jetzt gucken, machen. So, wir können jetzt Y und Z durchsetzen. So, wenn wir zuerst ein Hub addieren, X plus Y. So, X plus Y, Hub addieren, bekommen wir hier aus für AC, hier AS. Dann machen wir CA plus AS, setzen wir CA plus AS. Dann hier ist BC, hier ist BS. Okay? Dann BS ist unser S und BC oder AC ist unser Übertragsbit. Dann bekommen wir schon die Lösung, dass wir können einfach ein Voraddieren mit 2 Habaddierern und ein Disjunktions-OR-Gatter implementieren. Dann die Frage jetzt ist, wie viele you don't see that? So. Sorry. So, der Habaddierer hat die Größe 2 und Tiefe 1. Wie groß und wie tief ist der strukturiert entwürfend Voraddierer? Hier. So, Habaddierer, Größe 2, Tiefe 1. Wie groß und wie tief ist dieser Voraddierer? I think all the questions have. Ja, genau. Okay. So. Okay, so Voraddierer. So hier, die Tiefe ist 1. 1 plus 1 plus 1 ist 3. So Tiefe ist 3. Die Größe Voraddierer, haben wir schon gesagt, bauen wir ein Exclusive Ort und Gatter. So 2 Gatter, so 2 plus 2 plus 1, dann ist 5. Okay? Das ist fast gleich, nicht gleich wie unser hat Voraddierer, aber schon sieht schon gleich aus, wenn Sie genau groß gucken. Okay, so dann vorstelle ich nächste dieser Multiplexer. Multiplexer ist ein ganz wichtiger Komponent, wie später diese Vorlesung braucht. Okay. Es ist natürlich nicht so wichtig, dass wir eine andere
Schaltnetze hier noch vorstellen, aber das Konzept Multiplexer ist ganz wichtig. So, deswegen benutzen wir schon dieses Beispiel hier auch. So, Multiplexer. Was ist ein Multiplexer? Ein Multiplexer haben wir ein Part Eingänge und nur einen Ausgang. So, wir haben zum Beispiel hier zwei Inputs. Einer von x1, andere von x0, andere von x1. Und es gibt ein Auswahlsignal. Dieses Auswahlsignal auswählt, ob wir x0 oder x1 benutzen sollten. Wenn y1 hier nur ist, dann ist der Ausgang x nur. Wenn y1 1 ist, dann ist der Ausgang x1. Okay? So, wir schreiben immer so. Das ist ein Multiplexer. Dann bekommen wir 2 Bits, x1, x0 und x1. Und haben wir ein y1 hier als Auswertbit. Und dann bekommen wir einen Ausgang hier. Okay, dann schreiben wir zuerst diese Wahltabelle. So, ja, es gibt zusammen 3 Inputs. y1, x0, x1. Schreiben wir einfach alles. So, 3. So, nur. So, y1 ist nur, dann ist die Ausgabe x nur. So, die 4 hier ist x nur, die andere 4 ist x1. Okay, dann kopieren wir einfach. Hier ist nur, hier ist 1, hier ist nur, hier ist 1, hier ist nur, hier ist nur, hier ist 1, hier ist 1. Okay, gut. Eine Question? Dann können wir weitermachen. So, das bedeutet, dieser Multiplexer von die 3 Eingänge ist einfach die 4 Mintennen, dieser und dieser. Ja? So schreibe ich einfach nicht y1, nicht x1, x nur oder nicht y1, x1, x nur oder y1, x1, nicht x nur oder y1, x1, x nur. Okay? Sie haben das schon kennengelernt. Das ist Disjunktiv-Normalformen. Okay? Dann bauen wir diese ein bisschen zusammen. Die 2 und die 2. So, nicht y1, nicht x1, x nur oder nicht y1, x1, x nur. Das bedeutet, diese nicht x1 und x-max, beide hier sind. Das bedeutet, wenn wir das Resolutionsgesetz, der Resolutions Rule besetzt, dann das ist gleich wie nicht y1 und x nur. Dann das ist auch gleich hier. Diese haben wir jetzt, das ist x nur, hier sind egal. Dann bekommen wir jetzt zu viele. y1, x nur,
Das ist dann okay? Gut. So, was brauchen wir? Multiplexer 1, brauchen wir 2 und Gatter und Negationsgatter dort. So, dann brauchen wir jetzt. So, hier ist x nur und nicht y1. Hier ist x1, y1. Okay? Dann hier ist auch Gatter. Dann bekommen wir jetzt Multiplexer mit 2 Eingängen von links. Dann können wir weiterbauen. So bauen wir jetzt mit Multiplexer mit 2 Auswählungsbits. So, das bedeutet, wir haben y1 und y2. So, y1, y2. Es gibt zusammen 2 hoch 2 verschiedene Auswählmöglichkeiten. So, wir können x0, x1, x2 und x4 einsetzen. Okay. Dann dieser Multiplexer mit Multiplexer mit 2 Auswählungssignale bekommen wir jetzt zusammen 6 Inputs. So ist x0, x1, x2 und x3. Und wir haben 2 Selections Bits. So y1 und y2. Dann bekommen wir eine von dieser 4. So, was bedeutet hier ist einfach so, wenn wir über y1 und y2 gucken, so nur ist für x nur 1 ist für x1, 1 nur ist für x2 und 1 ist für x3. Okay, da haben wir jetzt zusammen 6 Eingänge und wir können natürlich eine Werttabelle machen. Dann es gibt zusammen 64 verschiedene Möglichkeiten von dieser x und y Kombinationen. Aber wir können ein bisschen einfach gucken. Das ist wenn wir jetzt genau gucken, so wenn y2 nur ist, die 2 nur ist, dann es ist entweder x nur oder x2. Wir gucken zuerst x2, wir gucken zuerst y1. Wenn y1 nur ist, dann ist diese Ausgabe x nur oder x1. Wenn y1 1 ist, dann ist diese Aufgabe x2 oder x3. Das bedeutet, wir können jetzt zusammen 3 Multiplexer einsetzen. Wir nennen zuerst ein Multiplex vom y2 und dann, wenn wir y2 setzen und y1 nur ist, dann ist entweder x nur oder x1. Wenn wir eine y2 Multiplexer durchsetzen, aber y1 1 ist, dann ist diese Ausgabe entweder x2 oder x3. Und wir sollten dann entscheiden, ob wir diese Multiplexer oder diese Multiplexer benutzen. So, deswegen wollen wir noch eine zusätzliche Multiplexer hier gucken. So, es sieht so aus. Wir haben zusammen 1, 2, 3, 4 Eingänge. So, aus hier früher schon gesagt. Diese 4, so x1, x3, x4 und haben wir 2 Signale von hier. Dann wählen wir zuerst so diese 2. Das bedeutet,
wenn y2 y2 nur ist, dann bekommen wir hier x nur und hier x2. Okay? Wenn y2 1 ist, dann bekommen wir x1 und x3. Okay? Dann machen wir jetzt hier, dann ist die y1. Wenn y1 nur ist, dann nennen wir von dieser Eingänge von den Multiplexer von oben. Wenn y1 1 ist, dann nennen wir die andere Multiplexer, den anderen Multiplexer. Okay? Das war für 2 Auswählensignale. Man kann auch weitermachen. So, jetzt 2 hoch 2 ist 4. Dann bekommen wir jetzt 4 Multiplexer. So, Multiplexer mit 4 Auswählensignalen, y1, y2, y3, y4. Und dann haben wir zusammen 2 hoch 4 verschiedene Signale auszuwählen. Okay, wenn wir dort einfach diese Tabelle gucken, so nur, dann ist für x nur, 1, 1, 1, 1 ist für x 15. Dann, wie können wir gehen? So, wir gucken zuerst, wenn y3, wenn wir y3, y4 nur sind, dann ist es entweder x nur, x4, x8 oder x12. Wenn wir dann diese y3, y4 nur einsetzen, dann ist es entweder x1, x5, x9 oder x13 und weiter. So, es bedeutet, was brauchen wir jetzt, ist, dass wir benutzen Multiplexer mit 2 Signale, Auswählsignale. Dann haben wir 4 hier, 4 zu Gruppen, 4 zu Gruppen, 4 zu Gruppen, 4 zu Gruppen. Das bedeutet, wenn y3, y nur sind, dann bekommen wir hier x nur, hier x4, hier x8, hier x12. Dann welche von x nur, x4 oder x8 oder x12 sollten wir auswählt werden, ist dann mit y1 und y2 zu entscheiden. Okay? Gut. Alles gut? Dann, das kann man natürlich auch weitermachen. Wenn wir Multiplexer D haben, dann können wir Multiplexer 2D einfach ergänzen. Das haben wir schon dort gemacht. Okay, gut, ich habe keine Ahnung, welche Frage wir haben. So. So, die strukturiert entwurfende Multiplexer 1 hat die Tiefe 2. Gucken wir jetzt zurück. Diese Tiefe hier ist 2. Ja? Wenn wir diese Negation nicht zahlen, so, die 2. Und dann Multiplexer 2 hat die Tiefe 4. Warum 4? So, hier ist 2, hier ist 2, hier ist auch 2. So, die 2 können wir parallel ausführen. Dann die Frage jetzt, wie tief ist der Multiplexer 2D?
x1 ist wie groß? Ist das 2 hoch d oder 2 hoch d minus 1 oder 2 mal d oder 4 mal d? So, aber wir sollten jetzt gucken. Aha. 2 hoch d. Wir gucken mal. So, Multiplexer 2 ist mit Tiefe 4. Okay, Multiplexer 4 ist 4 plus 4 ist mit Tiefe 8. Ja, 4 plus 4 ist plus. Okay? Gut. So. Gucken wir jetzt. So, 2d, ja? So, d ist jetzt 2 und ist 4. 2 hoch d, 4 mal d. 4 mal d ist nicht richtig, 2 hoch d minus 1 ist nicht richtig. 2 hoch 2 ist 4. 2 mal 2 ist 4. Okay, gut. Entschuldigung, es ist richtig. 4. 4 plus 4 ist 8. So. Okay? Gut. So, 2 hoch 2 ist nicht richtig. 2 mal 2 ist nicht richtig. 2 hoch 1 ist nicht richtig. Was ist richtig? Oh, nichts ist richtig. So. Gucken wir noch einmal zurück. So, Multiplexer 1. So, Mux 1 hat Tiefe 2. Okay, wenn Multiplexer 2, so wenn D1 ist, dann Multiplexer 2 hat Tiefe 4. Okay, so die Tiefe von Multiplexer 2 ist 4. Dann die Tiefe vom Multiplexer 4, dann ist 8. Die Tiefe vom Multiplexer 8 ist dann 16. Die Tiefe vom Multiplexer 16 ist dann 32 und weiter. Okay? Gut. Die Tiefe von
Multiplexer 2D ist einfach. Wie viele? Jetzt 2 da hier. Come on. No one wants to spit it loudly. Etwas mit D. F und D. Also. Hä? 4 mal D. Okay? Gut. Natürlich, Sie können einfach D, also die Multiplexer, die Tiefe von Multiplexer D ist 2 mal D. Ja, das ist auch richtig. Ja. Okay? Aber dann, okay, gut. So, das ist 4 mal D. Hoffen wir richtig Lösung haben. Any question? I know it's a bit cheating like this, but it depends on how you define your variables. If you define the variables according to the number of inputs that you have, then you need log length. But if you define the definition, you define that according to the number of selection bits you have. Then this is basically just the 2 times or 4 times the depth of that. Okay? Gut. So, das war's. Wenn wir strukturiert Entwurf machen, dann es gibt Vorteile und natürlich es gibt auch Nachteile. So, wir können dann einfach Grundprinzip benutzen und dann können auch komplexe Schattennetze mit intuitiv richtig Konzept zu verifizieren. Das geht genauso mit diesem Multiplexer und auch kann man auch schneller verstehen. Die Nachteile, natürlich, das ist noch einmal, diese Schattennetze kann ganz groß sein und wenn wir die Schattennetze einfach so machen, dann können wir auch nicht die schon berechneten Werte weiter benutzen. Dann wir mussten noch ein bisschen verbessern und das geht zunächst mit algebraischer Vereinfachung zu tun. So, wir haben schon dort benutzt. Wir können zuerst mit Normalformen direkt Schattennetze entwerfen und dann, wenn wir diese Schattennetze mit disjunktiv Normalformen oder konjunktiv Normalformen setzen, dann wir können gucken, dass wir brauchen nur zuerst jede Variable höchstens einmal negieren und wir zählen jetzt diese Negationskarte nicht mehr, so wie ich schon früher gemacht, schon ein bisschen hier. So, ich habe schon doch gesagt, ich zähle diese Negationskarte nicht mehr in Tiefe, auch in die Größe. Okay. Der Hintergrund ist das, wenn wir für große Schattennetze entwerfen und zu berechnen mussten, dann diese Negationskarte ist nicht wesentlich. Wir können einfach ignorieren. Und wird am Ende auch einfach diese Schattennetze größer
wenn wir disjunktiv Normalformen benutzen, dann können wir auch am Ende ein Ortgatter setzen. Dann die Zahl ist fast die Anzahl von Minternen plus 1. Wenn wir konjunktiv Normalformen benutzen, dann ist am Ende eine Konjunktion mit Endgatter, dann ist es auch gleich die Anzahl von Maxternen plus 1. So, es bedeutet, wenn wir einfach algebraisch Vereinfachung gucken, dann können wir auch das Schatznetz verkleinern. Und wenn wir verkleinert Schatznetz auch verkleinert bullisch algebraische Vereinfachung benutzen, dann das ist vielleicht besser später als kleine Schatznetz zu entwerfen können. Dieser dieser kleine Ausdruck ist keine Normalform mehr. Das bedeutet, wenn Sie in Klausur oder in Übungen über Normalformen zu schreiben, sollten immer mit Minternen oder Maxtermen zu schreiben. Und wenn wir jetzt gucken, was wir Schatznetze verkleinern können, machen wir normalerweise keine Normalformen mehr. Okay, dann gucken wir jetzt. Wir haben eine Funktion. Diese Funktion f bekommen wir 4 Bits als Eingabe. So, schreiben wir jetzt. Dann schreiben wir zum ersten, hier ist Stelle von nur. Und hier ist von 1. Okay, Stelle von 1, f von nur ist 1, f von 1 ist nur, f von 2 ist 1, f von 3 ist nur, f von 4 ist 1 und weiter. Okay? Schreiben wir einfach diesen Ausgang. Das bedeutet, wenn wir über die Wahltabelle gucken, dann haben wir zusammen 16, so nur 1, nur 1, nur 1, nur 1 und weiter. Natürlich sollte ich auch zusammen 16 Reihen schreiben, aber ich schreibe den Rest nicht mehr. Ich schreibe einfach 1, nur, andere Farbe, vielleicht besser. Dann schreibe ich hier einfach 1, nur, 1, nur, 1 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 nur, 1, 1, 1, 1, nur. Okay, habe ich zusammen 16 Stellen geschrieben. Es gibt zusammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mintermen. Dann können wir einfach die alle Mintermen bauen. So, zum Beispiel gucken wir jetzt diese Stelle. Diese Stelle ist von hier. Das ist nicht x1, das ist nicht x1, nicht x2, x3 und nicht x4. Wie hier. Okay? Dann, es bedeutet, wenn wir diese Mintermen benutzen, dann können wir zusammen die 8 Mintermen von hier und weiter setzen. Dann bekommen wir diese disjunktiv Normalformen. Die Größe, wenn wir nur über die Anzahl von Mintermen zählen, dann haben wir zusammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mintermen. Und wie ich schon früher gesagt habe, wir zählen auch ein plus 1. Okay. Gut. Dann haben wir zusammen die Größe dieser Algebra haben wir zusammen 8 Mintermen plus 1 Disjunktion am Ende. So 8 plus 1 ist 9. Dann, wie wir schon früher gesagt, wir können jetzt verkleinern. Wenn wir genau gucken, so es bedeutet, wenn wir xj
xi, xj oder nicht xi, xj zusammensetzen, dann diese Ausgabe ist gleich wie xj. Das bedeutet, wir suchen jetzt diese Negation xj und nicht xj. So, zum Beispiel hier die zwei zusammen. In die zwei zusammen, so, wir haben x1, nicht x1, nicht x2 und nicht x4. Die drei Dinge sind in beide, aber x3 oder nicht x3 sind eine in einem Interner und in anderem Interner. Bedeutet, wenn wir dieses Restaurationsgesetz benutzen, dann können wir x3 weglassen. Ja? Dann diese x3 können wir einfach jetzt weglassen. Dann bekommen wir jetzt hier die zwei zusammen, nicht x1, nicht x2 und nicht x4. Okay? Können wir weiter verkleinern? Suchen wir jetzt. So, vielleicht die zwei auch. Für die zwei haben wir nicht x1. Haben wir jetzt nicht x1, x2 und nicht x4 gleich. Aber einer hat nicht x3, andere hat x3. So, die zwei zusammen ist dann nicht x1, x2 und nicht x4. So, bekommen wir hier. Dann können wir auch die Größe aus jetzt 6 setzen. Dann gucken wir jetzt die nächste. So, die zwei kann man auch zusammensetzen. Ja. So, dann nehmen wir die 3. Und hier ist ein nicht x4, hier ist ein x4. Dann können wir die zwei verbessern. Und das ist auch hier, können wir x4 weglassen. Dann bekommen wir jetzt die Größe von dieser Funktion ist jetzt mit 4 Termen, nicht mit Termen mehr, aber wir gucken später, sogenannte Mononom. Nicht x1, nicht x2, nicht x4 oder nicht x1, x2, x4. Dann die Größe ist 5, wir können vielleicht auch weiter versuchen. Die zwei kann man auch zusammenbauen. Also ist nicht x1 und nicht x4. Okay? Die zwei kann man auch zusammenbauen. Das ist x1, nicht x2. Dann bekommen wir jetzt f von x1, x2, x3, x4 ist nicht x1, nicht x4 oder x1, nicht x2. Dann können wir diese zusammensetzen. Dann die Größe ist jetzt 3. So, wir brauchen nur 2 Termen und wir brauchen nicht mehr. Okay? So. Gibt es Fragen? Ja, warte mal. Können wir hier nicht das x1 weglassen? Weil wir Hier? nicht x1 oder x1 haben? Nein. Warum nicht? Einer ist von x4, andere ist von nicht x2. Ja? So, wir suchen zwei Dinge. Die zwei Dinge sollten fast gleich sein. So, ganz gleich sein, aber nur an einer Stelle nicht gleich. So, Christian, kannst du eine Folie zurücksetzen? Ja, so zum Beispiel hier von die zwei Termen, so wir haben nicht x1 und nicht x4 gleich in die zwei Dinge. Okay. Und dann einer ist mit nicht x2, andere ist mit x2. Dann können wir einfach sagen, dass x2 egal ist. So, wenn x2 nur ist, dann ist
der erste Turn wichtig. Und wenn x2 1 ist, dann ist der zweite Turn wichtig. So, diese Ausgabe hängt dann von nur nicht x1 und nicht x4 ab, aber nicht von x2 ab. Ach so. Wenn x2 nur ist, oder 1, auf jeden Fall, wenn x2 nur ist, dann gucken wir nicht x1, nicht x4. Wenn x2 1 ist, dann gucken wir noch nicht x1, nicht x4. Ja? Ja. Okay? Okay, danke. Gut. Was machen wir? Sorten. Natürlich ist das. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, Sort zu verkleinern. Es gibt zwei Methoden, dass man ein bisschen systematisch mit Algorithmen mit dieser Restauration zu bauen. Ein ist zum ersten, so, es gibt zwei Lösungen. Eine ist für spezielle Bedingungen, so mit Kalush KV-Diagramm genannt. Diese KV-Diagramme kann man mit 4 oder 6, kann man mit 3, 4 oder 6 eingängige Variablen benutzen. Der Algorithmus von Quinn-Markowski kann man mit Generat Einsatz von Variablen benutzen. Wir werden dann nächste Woche weiter über die zwei Algorithmen gucken. Bis nächste Woche. Tschüss.